Ja, hallo, danke fürs Einschalten. Heute machen wir die Bestandsaufnahme von unserem E65 und da würden wir euch gerne mitnehmen. Auto ist aus 2005 als Facelift mit Individualausstattung und das Besondere daran ist ein 4,4 Liter V8 Diesel. Den gab es so, wie er da verbaut ist, wirklich auch nur in der Karosserie als Facelift. Und mit dem Baustand wurde er auch nirgends anders mehr verbaut, in keiner anderen Version. Und das ist mitunter auch der letzte V8 Diesel, der am Markt ist. Auto hat wirklich sehr gute Ausstattung, also hinten elektrische Sitze, Sitzkühlung, alles was man sich so vorstellen kann. Ganz interessant ist so das Fahrwerk. Das Auto kommt ja wie gesagt aus 2005 und was da schon an Technik drinnen steckt, ist wirklich unglaublich. Aber das schauen wir uns dann unter dem Auto nochmal genau an. Gehen da ein bisschen auf die Technik von dem Fahrwerk ein. Auto hat schon einen recht hohen Kilometerstand. Wir wollten das Antriebspaket eigentlich ausbauen für ein Projektauto, haben uns dann aber, ja, wie soll man sagen, einfach in das Auto fast schon ein bisschen verliebt und haben uns dann nicht übers Herz gebracht, den Motor da zu schlachten. Am Markt sind von denen Autos fast keine mehr und durch das haben wir uns dann entschlossen, das Auto zu erhalten, wirklich da ein bisschen Geld zum Investieren und das wieder alles frisch und hübsch zu machen. Kilometerstand wäre cool, wenn wir da so ein kleines Ratespiel draus machen. Schreibt es in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viele Kilometer das Auto schon gelaufen hat und der am nächsten dran ist, kriegt dann von uns eine Kleinigkeit zugesendet. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal vielleicht den Innenraum ein bisschen an. Und ja, könnt ihr euch selber überzeugen, was das Auto alles hat und kann. Ja, bevor wir zu sehr auf die Technik eingehen von dem Auto, schauen wir uns mal die ganzen Komfortfeatures an, was es da damals schon gegeben hat. 2005er Baujahr und da ist wirklich alles vorhanden, was man sich irgendwie nur vorstellen kann. Von Sitzkühlung bis Sitzheizung, den vorderen Sitz kann man da elektrisch verstellen, also das ist wirklich ein Wahnsinn. Wir haben da einen Alcantara Himmel komplett inklusive Sonnenblenden mit Ziernähten, Volllederarmaturenbrett. Also es ist wirklich unglaublich, was da schon an Technik und an Ausstattung drinnen ist. Ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, das Auto ist aus 2020, ja, würde man es auch glauben. Also viel hat sich dann immer verbessert. Vielleicht das Infotainment und die ganze Darstellung ist noch besser geworden an den Autos, aber ansonsten nimmt sie das gar nichts zu am neuen. Aktuell haben wir noch ein paar... Was jetzt? Perfekt. Geil. Ja, wie man sieht, hat man aktuell da noch einige Probleme. Das kommt aber von der tiefen entladenen Batterie. Auto ist jetzt länger gestanden. Müssen wir erstmal aufladen. Auto hat man ja in Berlin abgeholt und von da ist es wirklich perfekt runtergefahren. Da hat es gar keine Probleme gegeben. Und ja, Kilometerstand sieht man jetzt zum Glück nicht. Das ändert dann auch nichts. Da hätte man jetzt fast nicht dran gedacht. Gell? Ja, siehst du. Ja, uraltes Infotainment eigentlich, kennt man aus dem E60 vielleicht. Das ist sehr ähnlich, aber eigentlich grundlegend anders. Ja, ist halt alles nur langsam und ein bisschen verschachtelt so mit der Bedienung. Der iDrive-Knopf ist auch gewöhnungsbedürftig, aber an sich schon ganz coole Sache. Klimaautomatik ist bei dem Auto eh ganz normal. Das ist richtig cool, da gibt es noch ein Tastenfeld zum Telefonieren. Ja, wir haben noch Night Vision, also Nachtsicht, Assistent, Tempomat mit Abstandsradar. Was haben wir noch? Fernlichtassistent. Fernlichtassistent, stimmt, ja. Garagentoröffner, die Balkoner Garage funktionieren, kennt jeder BMW-Fahrer. Schiebedach, und wie gesagt, ihr müsst euch da echt einmal den Himmel anschauen, das ist der Wahnsinn. Mit Ziernähten da an die Sonnenblenden, also da muss man wirklich viel Geld ausgeben heutzutage, dass man sowas Schönes kriegt. Ja. Gut, genug geschwärmt, hätte ich gesagt, oder? Schauen wir mal unter das Auto oder mal im Motorraum, reden wir mal ein bisschen über Motor. 4,4 Liter V8 Common Rail Motor mit einem kalten V. Das heißt, die Turbolader sitzen da an den Außenseiten. Es gibt ja noch das heiße V, ist bei Audi sehr beliebt. Da sitzt der Turbolader im V, deswegen heißes V. Ja, der Block ist mit einem ganz speziellen Gussverfahren gefertigt und die Kurbelwelle ist auch extrem stabil, aber da wird der Marcel noch mal was dazu sagen später. Gehen wir noch ein bisschen genauer auf die Technik ein. Ja, die Kombination von dem Motor und dem Getriebe ist auch einmalig. Da ist ein 6 HP 32 Getriebe dran. Das ist richtig stabil oder es kann richtig viel ab.
Und das werden wir uns natürlich zugute machen und das Auto so gut wie möglich einmal umbauen, als was an Wartungsarbeiten gemacht werden muss und was dann für die weitere Folge, für die Leistungssteigerung noch zu erledigen ist. Aktuell ist wirklich so, Auto fährt echt okay für die Laufleistung, muss man sagen, schaltet toll, springt da wirklich an. Wir haben es jetzt draußen schon ein bisschen kälter, hatten da jetzt schon 1, 2 Kaltstarts, also Glühstifte und das müssten eigentlich alles funktionieren, das schaut ganz gut aus. Ja, Getriebe hat sicher mal einen Service nötig, da braucht man nicht drüber diskutieren. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ein bisschen das ganze Auto von unten an. Wir haben den selber bei uns in der Werkstatt noch gar nicht aufgehoben gehabt, nur beim Kauf hat man kurz angeschaut, ob soweit alles in Ordnung ist. Und ja, dann heben wir das Ding einmal hoch. Da sieht man jetzt auch schon das erste Kernproblem. Wir haben da ziemlich einen massiven Ölverlust. Das müssen wir uns im Detail noch anschauen, wo das herkommt. Wir haben schon Vermutung, aber kann man noch nichts bestätigen. Getriebeölwanne hat man da schon mal tauscht, da sind irgendwie auch falsche Schrauben drauf oder so Zubehörschrauben, das ist nichts, was da hingehört. Flexrohre sind ganz interessant eingeschweißt, beide eigentlich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt Schweißen nennen kann. Ansonsten, das Auto ist vom rosttechnischen Zustand wirklich sehr gut, also wir haben da kaum Rost an der Karosserie. Auspuffanlage ist ein bisschen angerostet, aber das geht. Das Einzige, was uns aufgefallen ist beim Kauf, ist eben das Differential. Das hat es wirklich in den letzten Jahren schon ziemlich mitgenommen. Also da ist wirklich schon massiver Rost da. Was an dem Auto noch ganz interessant ist, ist, dass das schon mit aktive Stabis, hydraulische Stabis ausgerüstet ist. Das ist ziemlich interessant, weil die Leitungen von dem Stabi gehen wirklich durchs ganze Auto, von ganz hinten bis nach vorne. Da ist dann eine eigene Pumpe, die das Ganze dann mit Druck beaufschlagt. Und ja, das fährt wirklich sehr, sehr interessant. Das Auto wankt kaum, egal wie schnell das man in die Kurve fährt. Also es ist wirklich sehr angenehm mit dem Auto zum Fahren, trotz des Baujahrs, das wird man wirklich nicht glauben. Ja, ansonsten die ganzen Achsteile, Gummis an der Hinterachse, Stabilisator, Stoßdämpfer, das ist eigentlich alles wirklich noch gut in Schuss. Es knarzt nichts. Auch die Integrallenker, die immer da bei den BMWs eigentlich ziemlich anfällig sind oder oft zu Geräuschen führen, da ist wirklich alles noch sehr, sehr gut. Also die Qualität damals war wirklich spitze. Was noch einzigartig ist, das Auto hat 2 Partikelfilter natürlich, weil die Turbolader ja außen am Block sitzen. Pro 4 Zylinder ein Turbolader. Dementsprechend ist so das Matching oder die Auslegung vom Turbolader sehr, sehr ähnlich wie beim Vierzylinder. Im Grunde genommen kann man ja sagen, das ist nichts anderes wie 2 Vierzylinder-Motoren, die sie eine Kurbelwelle teilen. Für die technischen Details rufen wir jetzt kurz den Marcel an. Der wird uns das nochmal ganz genau erklären, weil das ist gar nicht so einfach mit den Gussverfahren, die da angewendet worden sind. Und ja, dann viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr wollt Informationen zum Motor, der im 745D eingebaut ist? Dabei handelt es sich ja um den M67D44. Der wird intern auch 448D1 bezeichnet. Und das ist einfach erklärt, 4,4 Liter, Hubraum, 8 Zylinder, Diesel und die 1 steht dafür, dass es die technisch überarbeitete Variante ist. Ja, der Motor mit seinen 4,4 Litern, das setzt sich zusammen aus 87 mm Bohrung und 93 mm Hub. Dadurch ist auch klar, wenn man sich den Hub anschaut, warum der so drehmomentstark ist. Ausgelegt ist der Motor mit einer 17:1 Verdichtung. Und wenn man sich jetzt aber mal die Kenngrößen der Kurbelwelle anschaut, mit einem Hauptlager-Zapfendurchmesser von 70 mm und einem Pleulager-Zapfendurchmesser von 59 mm, dann wird im Vergleich zu neueren Motoren, zum Beispiel dem N47, der hat nur 55 mm Hauptlagerzapfendurchmesser, die Pleulagerzapfen haben nur einen Durchmesser von 50 mm, also extrem überdimensioniert, wenn man so will. Und das ist natürlich auch eine Erklärung, warum diese Motoren, dieser V8, warum der so viel aushält und vor allen Dingen so hohe Laufleistung erreichen kann. Die Kurbelwelle, die ist sowieso über jeden Zweifel erhaben, die ist nämlich aus einem mikrolegierten Edelstahl gefertigt, also da hat sich BMW nicht lumpen lassen. Auch ganz interessant ist eben, dass es sich um den ersten und einzigen V8 Diesel handelt, der mit einem Aluminiumblock ausgestattet ist und der wiegt nur 48 Kilogramm, also ist schon ein Leichtbaukonzept. Und wenn man sich den Motor anschaut, ähnelt der sich 4 Zylindern. Gerade im Bereich des Zylinderkopfes, da hat man ein ähnliches Design mit 2 seitlich verlaufenden Einlasskanälen. Und auch so ist der Motor ziemlich modern für das Baujahr. Der besitzt Piezo-Injektoren mit 8 Düsenlöchern. Im Vergleich der Mata 57
Der hat auch Piezoinjektoren, aber nur mit 6 Düsenlöchern. Gesteuert wird der Motor von einem Master-Slave-Steuergeräteverbund. Das heißt, jede Zylinderbank links und rechts hat jeweils ein eigenes Steuergerät. Die Steuergeräte untereinander sind aber miteinander gekoppelt, sodass der Motor immer ideal betrieben werden kann. Und ja, die Summe dieser Maßnahmen führt einfach dazu, dass der Motor extrem rund, extrem sauber, leise und auch seidig läuft. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ende Gelände an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.